Hallo, ich heiße Severin und starte hier gerade von meinem Hausberg in Österreich, südlich von Feldkirch. Der rote Schirm über mir gehört zu meinem Freund und Lehrmeister Hubert. Er fliegt schon lange und hat mich auf meinen ersten Streckenflügen mitgenommen, wovon ich enorm profitiert habe. Dieser Startplatz hier ist für normal gute Tage nicht ganz so gut geeignet, da man nicht viel Zeit hat, um eine Thermik zu finden. Aber an sehr guten Tagen ist ein sehr früher Start vom Osthang möglich und dementsprechend gibt es Potenzial für lange Flüge. So kann ich hier heute auch das erste 100 Kilometer Dreieck in Vorarlberg erfliegen. Der prominente Berg da oben heißt Drei Schwestern. Meist braucht man ein wenig Geduld, um auf diese Höhe zu kommen, wofür wir meist den Grat vorne benutzen. Heute geht es allerdings unerwartet gut, sodass wir fast direkt die Drei Schwestern anfliegen können. Nun, ein paar Kreise brauchen wir doch noch. Aber wenn man es dann mal geschafft hat, dann kann man sich schon mal sehr freuen, dass der zweistündige Aufstieg nicht umsonst war. So, hier fliegen wir jetzt zu den Drei Schwestern und ich kann auch ein bisschen winken, aber es gelingt mir nicht, über die Drei Schwestern zu fliegen. Die Thermik ist wegen dem vielen Schnee weiter vorne und ich versuche es dann noch ein zweites Mal beim Kuhgrat, aber auch das habe ich nicht geschafft. Ich habe dann die Thermik nicht mehr gleich gefunden und bin sofort zum Berlinerkopf geflogen. Ich komme etwas tief an, doch dieser Hang hat mich noch nie enttäuscht. Ich versuche, ob es weiter hinten besser geht, aber das ist nicht der Fall. Hier habe ich etwas mehr Glück als Hubert, weil ich die entscheidenden Meter mehr bekomme, damit ich nach vorne zum Grat fliegen kann. Dort und vor allem dahinter finde ich hochreichende Thermik. Ich fliege dann weiter zum Ochsenkopf, der ist aber voller Schnee und ich finde hier oben keine Thermik, sondern erst unten bei der Waldgrenze. Die Ausbeute ist etwas mager, aber bevor ich mich lange aufhalte, setze ich über zum Hundelkopf. Dort finde ich anfangs stärkere Thermik, jedoch schwächelt sie zunehmend mit der Höhe. Deswegen geht es gleich weiter am Brandner Skigebiet vorbei zu meinem geliebten Motterkopf. Dieser Berg in der Talmitte von Brand mit seinen beschienenen Felswänden hat mich noch nie enttäuscht. Von dort geht es gleich weiter zur Brandner Mittagsspitze. Das ist jetzt das erste Mal, dass sie mich im Stich lässt und so bleibt mir nichts anderes übrig, als dem Brandner Tal zu folgen und irgendwo auf Thermik zu hoffen. Hier wurschtel ich mich schön mühsam langsam hinauf, um weiter Richtung Hochjoch zu kommen. Viel lieber wäre ich von der Zimba hier rechts im Bild abgeflogen, aber heute muss der 12er Kopf ausreichen. Ich habe zwar nicht sehr viel Höhe, aber es geht sich gerade aus. Solch lange Gleitflüge wie hier zum Hochjoch genieße ich sehr, da man sich etwas stärken und ausruhen kann. Ein guter Schirm hilft natürlich sehr dabei. Das war auch nötig, denn beim Hochjoch war es nicht ganz so einfach hinaufzukommen. Man sieht, geht es hier vorne nicht sonderlich gut, deswegen bin ich nach hinten geflogen und habe es auch in der Mitte versucht. Das war ein bisschen besser, allerdings hörte es ab der Waldgrenze wieder auf. Den Flug wieder nach vorne hätte ich mir sparen können. Besser wäre es gewesen, einfach weiter zu fliegen. Denn über St. Gallenkirchen, über der Grasjochbahn, findet man immer was. Heute war dort sogar die stärkste Thermik, die mich auf 3000 Meter hinauf führte. Von dieser Höhe kann man eigentlich direkt nach Bad Tennern fliegen. Weil es schon spät ist, fliege ich aber nicht bis ganz nach hinten. Eigentlich wollte ich ja Hubert wieder am Hochjoch treffen, doch ich brauche noch ein bisschen, bis ich wieder zurückkomme. Aber vielleicht ist es sowieso besser, wenn wir uns bei der tollen Grasjoch-Thermik treffen, um ordentlich Höhe machen zu können für den Rückflug. Hubert ist sogar schon hier. Er hat es ohne der Grasjoch-Thermik geschafft, direkt vom Hochjoch. Und jetzt fliegen wir gemeinsam weiter. Und da es schon 20 vor 4 ist, denken wir eigentlich daran, direkt heimzufliegen. Doch hier stoßen wir auf eine riesige tolle Thermik am Bartholomäberg, die uns so viel Höhe gibt, dass es gar nicht mehr zu spät ist, das Dreieck wie geplant fertig zu fliegen. Deswegen queren wir das Klostertal und holen noch einmal etwas Höhe,
um dann überzusetzen über die verschneite Fläche hinüber zur Hutlerspitze. Die Hutlerspitze hat mich bis jetzt noch nie enttäuscht und war für mich immer eine tolle Tankstelle, um dann weiter zum Zitterklapfen nach vorne zu fliegen, wo ich den Wendepunkt setzen kann. Es ist jetzt bald 4:30 und wir müssen schauen, dass wir nach vorne kommen. Es ist immer etwas heikel, bis nach vorne nach Feldkirch zu kommen, denn der Walserkamm ist oft sehr überspült und es ist sehr unklar, was die beste Strategie ist. Soll man immer sich am Kamm halten? Soll man an der sonnenbeschienenen Fläche entlang gleiten? Soll man zum Bluderscher Berg fliegen? Hier versuche ich zum Beispiel, diesen schönen sonnenbeschienenen Hang zu nutzen, doch ich werde gnadenlos heruntergespült. Während ich mit Hubert fliege, habe ich das Gefühl, dass es talwärts etwas besser steigt als beim Berg. Dadurch stolpere ich in eine tolle Thermik, die mich auf 2500 Meter hinaufbringt und somit gibt es keine Probleme mehr, zurückzukommen. Es ist eine sehr große Seltenheit, dass man so einfach wieder zurückkommt. Später im Sommer ist auch immer viel zu viel Talwind, dann geht das sowieso nicht. Aber im Frühjahr gibt es diese Möglichkeit. Es ist immer sehr schön, hier aus diesem Schatten heraus in die Sonne zu fliegen, wo es dann meistens recht großflächig trägt. So ziehe ich hier ein paar letzte Kreise über meinem Haus und bereite mich dann auf den Landeanflug vor.